In diesem Video werde ich dir 25 Länder vorstellen, wo du eine kostenlose Aufenthaltsbewilligung erhalten kannst, alleine dadurch, dass du ein bestimmtes Einkommen nachweist. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Wir reden ja auf diesem Kanal relativ häufig über sogenannte Investmentprogramme, also Citizenship by Investment, wo du eine Staatsbürgerschaft über eine Investition erhalten kannst, oder auch Residency by Investment, wo du eben in eine Immobilie investieren musst oder eine Firma gründen musst oder vielleicht irgendwo einen Betrag auf einem Konto deponieren musst, um dann dort einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Für viele ist das aber auch suboptimal, denn zum Beispiel kann ja gerade eine Immobilie auch ein Klotz am Bein sein. Wer will schon eine Immobilie in einem Land haben, die vielleicht nicht ein super Renditeobjekt ist und die dann auch Aufwand im Unterhalt erfordert? Vor allen Dingen dann, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, ob man sich in diesem Land langfristig aufhalten möchte. Wäre es nicht gut, wenn man auch einen Aufenthaltstitel erhalten kann, ohne jetzt hier eine Immobilie kaufen zu müssen, ohne eine Firma gründen zu müssen und ohne hier möglicherweise eine Kaution bei einer lokalen Bank hinterlegen zu müssen? Die gute Nachricht ist, es gibt etliche Länder, wo du schlicht und ergreifend über einen Einkommensnachweis einen Aufenthaltstitel bekommen kannst. Jedenfalls dann, wenn du die Bedingungen für diesen Aufenthaltstitel erfüllst. Ich werde dir in diesem Video 25 solcher Länder außerhalb der EU vorstellen, gruppiert nach Kontinenten. Bevor ich das tue, will ich einige Dinge klarstellen, die wichtig für dein Verständnis sind. Zum einen möchte ich hier in diesem Video nicht auf die Details für jedes Land eingehen, dann würde dieses Video sehr, sehr lang werden. Wir haben zu einigen Ländern ja schon separate Videos veröffentlicht oder ansonsten gibt es dazu auch Informationen online. Ein paar Links packe ich auch hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Du musst daher folgende Dinge, folgende Faktoren berücksichtigen, wenn du dir Gedanken dazu machst, in eines dieser Länder auswandern zu wollen. Üblicherweise liegt das Einkommen, das du für diese Länder nachweisen musst, zwischen 1.000 und 5.000 Dollar pro Monat. Die Länder sind üblicherweise ziemlich spezifisch, welche Einkommen sie zulassen für diese Aufenthaltsbewilligungen. Viele Länder sagen, dass es sich um passive Einkünfte handeln muss, wie zum Beispiel eine Rente oder Annuities oder eben auch feste Zinsen, manchmal auch Mieteinnahmen. Was in den meisten Fällen nicht möglich ist, sind Einkünfte zum Beispiel aus einer beruflichen oder einer freiberuflichen Tätigkeit. Wie gesagt, viele Länder sind hier strikt. Sie sagen zum Beispiel ganz klar, es muss sich um eine staatliche Rente oder auch um eine betriebliche Rente handeln und das musst du tatsächlich zeigen können anhand von Nachweisen. Andere Länder möchten Ersparnisse sehen. Gutes Beispiel hier ist Mexiko. Hier musst du zeigen, dass du über 12 Monate einen bestimmten Betrag auf deinem Konto hattest und dann kannst du hier einen Aufenthaltstitel bekommen. Du musst natürlich ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis haben. Das ist in allen Ländern eigentlich vorgeschrieben. Jedenfalls darf es in den letzten Jahren hier keine Straffälligkeit gegeben haben. Üblicherweise ist es notwendig, dass du auch eine private Krankenversicherung nachweisen kannst für diese Visa. So, das nur zum Eingang. Jetzt komme ich also zu den entsprechenden Programmen. Fangen wir mit Europa an. EU-Länder nenne ich hier nicht und auch die Schweiz nenne ich hier nicht, denn auch wenn es in entsprechenden Ländern in der Europäischen Union vielleicht solche Programme gibt, können diese von EU-Bürgern und Schweizern ohnehin nicht genutzt werden. In Europa haben wir solche Programme in Gibraltar und auf der Insel Jersey. Kommen wir nun zu Lateinamerika. Da gibt es eine ganze Menge, nämlich Argentinien, Barbados, Belize, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela. Ich würde sagen, dass der südamerikanische Kontinent sicherlich derjenige ist, der es am einfachsten macht, hier ein solches Visum zu bekommen. Man spricht ja auch von sogenannten Rentista-Visum oder eben auch Pensionado-Visum. Dort geht es dann spezifisch um Rentner und Pensionäre. Die Rentista-Visa eignen sich für jeden. Dazu muss man kein Rentner sein, aber eben man muss natürlich entsprechende Einkünfte nachweisen können. Vielfach müssen diese auch passiv sein.
Oftmals sind aber hier die Mindesteinkünfte definitiv sehr gering. Vielfach reichen schon $1.000 im Monat aus, um ein solches Visum dann zu bekommen. Der Vorteil gerade in Lateinamerika ist, dass man hier ziemlich schnell dann die Staatsbürgerschaft erhalten kann. Das heißt, wenn man zeigen kann, dass man sich in dem Land tatsächlich aufhält, dann wird man nach einigen Jahren auch die Staatsbürgerschaft bekommen, wenn man das möchte. In Argentinien zum Beispiel schon nach 2 Jahren. Aber eben dazu ist wichtig, dass du dann wirklich im Land lebst. Es ist allerdings nicht notwendig hier, um für die Erlangung des Visas sich im Land aufzuhalten. Das heißt, es gibt dort keine Mindestaufenthalte. Die Visa verfallen also nicht, wenn du dich dort nicht für eine bestimmte Zeit im Jahr aufhältst. Möchtest du aber dann die Visa in eine Daueraufenthaltsgenehmigung umwandeln oder vielleicht später sogar die Staatsangehörigkeit bekommen, dann musst du dich in diesem Land tatsächlich aufhalten. Kommen wir nun zu Asien, zum Mittleren Osten und zu Afrika. Hier ist es übrigens so, dass es praktisch keinen Weg gibt, die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Die Länder sind dort sehr streng. Folgende Länder stehen zur Auswahl: Indonesien, Mauritius, die Philippinen, Südafrika, Sri Lanka, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate. So, und das waren ja auch schon die Länder, die ich dir vorstellen wollte. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich wollte dir einen kurzen Überblick hier verschaffen über 25 dieser Länder. Auf 3 Dinge wollte ich dich noch hinweisen, die wichtig sind. Zum einen natürlich die steuerlichen Implikationen. Viele der Länder, die ich genannt habe, sind steuerlich sehr attraktiv, denn dort sind ausländische Einkünfte steuerfrei. Das heißt, unter der Annahme, dass du dort in dem entsprechenden Land nichts verdienst, weil du eben von deinen ausländischen Einkünften lebst, zahlst du überhaupt keine Steuern. Aber du musst aufpassen, denn es gibt auch ein paar Länder, wo du dann auf einmal unbeschränkt steuerpflichtig bist auf dein weltweites Einkommen. Indonesien zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt und das ist der zweite Punkt. Wenn es hier um die Staatsbürgerschaft geht oder auch nur um eine Daueraufenthaltsgenehmigung, dann sind diese Länder nicht alle unbedingt geeignet, wenigstens nicht mit diesen Visa-Kategorien. Gutes Beispiel hier zum Beispiel Thailand oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Du wirst hier praktisch niemals die Staatsbürgerschaft bekommen und auch der Daueraufenthaltstitel ist ziemlich schwierig zu bekommen. Selbst in Dubai ist es ja so, dass du durch den Erwerb einer Immobilie nur ein 10-jähriges Bleiberecht hältst. Gut, das kann dann erneuert werden. Es ist aber eben keine Daueraufenthaltsgenehmigung, sondern sie ist zeitlich nur begrenzt. Und selbst wenn du dort viel Zeit verbringst, kannst du eben dieses Golden Visa nicht in eine Daueraufenthaltsgenehmigung umwandeln. Noch ein wichtiger Punkt: Manche dieser Länder erwarten, dass du dich dort eine gewisse Zeit aufhältst, manche sogar bis zu 6 Monate. Wir kennen das ja vor allen Dingen aus Europa. Zum Beispiel die Schweiz schreibt ja vor, dass du dich dort mindestens 6 Monate aufhältst, wenn du dort den entsprechenden Aufenthaltstitel hast. Aber eben auch einige der Länder, die ich genannt habe, haben entsprechende Anforderungen. Da das Thema Steuern und Staatsbürgerschaft für viele von euch sehr wichtig ist, möchte ich jetzt nochmal diejenigen Länder herausstreichen, die sich hier besonders eignen, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten und eben diejenigen, die steuerlich besonders interessant sind. Folgende Länder, die ich gerade eben genannt habe, eignen sich dann, wenn du möglichst schnell die Staatsbürgerschaft erhalten möchtest. Argentinien, dort ist es nach 2 Jahren möglich. Dominikanische Republik ebenfalls 2 Jahre. Peru ebenfalls 2 Jahre. Und Uruguay sind es 3 Jahre. Du siehst, das sind alles Länder in Lateinamerika. Vergiss allerdings nicht, dass du dich in diesen Jahren tatsächlich hauptsächlich dort aufhalten musst. Ansonsten wird es nicht funktionieren mit der Staatsbürgerschaft. Du musst auch Spanischkenntnisse nachweisen und das Ganze wird durch einen Richter entschieden. Das heißt, du musst dich also hier vor einem Richter erklären, warum du diese Staatsbürgerschaft erhalten möchtest. So, und schließlich wollen wir uns auch noch mit dem Thema beschäftigen, welcher dieser Länder steuerlich besonders attraktiv sind. Das heißt, in welchen Ländern zahlt man zum Beispiel auf ausländische Erträge keine Steuer. Hier sprechen wir in Lateinamerika von Barbados, Belize, Chile. In Chile sind es nur ein paar Jahre. Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay und Uruguay. Und bei den Ländern in Asien, im Mittleren Osten und in Afrika sind Mauritius, die Philippinen, Südafrika und Thailand, ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate, steuerlich interessant, wenn man es korrekt plant.
Also, das war sie hier, meine Liste der 25 Länder, wo du ohne Investition und ohne eine größere Zahlung hier einfach über einen Einkommensnachweis einen Aufenthaltstitel erlangen kannst. Wir haben viele Mandanten, die nun in 2 oder 3 dieser Länder hier einen solchen Aufenthaltstitel erlangen. Das kannst du natürlich auch machen. Gerade wenn du über einen Plan B nachdenkst, dann kann es sicherlich hilfreich sein, gleich in mehreren Ländern entsprechende Aufenthaltstitel zu haben. Vor allen Dingen eben, weil es ja nicht mit besonders hohen Kosten verbunden ist. Wenn auch das Themen sind, die dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wohin kann ich auswandern? Wie kann ich mich im Ausland steuerlich optimieren? Was ist ideal für meinen Plan B? Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.